Wann sollte man einen Filter am besten reinigen? Diese Frage höre ich sehr oft. Stellen wir uns zuerst die Frage, was geschieht überhaupt im Filter? Zum einen nimmt der Filter mechanischen Schmutz auf, dann siedeln sich im Filter Bakterien an, die Schadstoffe im Aquarium abbauen. Weiterhin siedeln sich Makrophagen, Würmer und Krebstiere an, die sich wiederum von den Bakterien ernähren. Und somit entsteht also innerhalb des Filters auch nochmal ein kleiner Kreislauf. Letztendlich ist es aber egal, auf welchem Filtermedium das geschieht. Es geschieht eigentlich auf jedem. Es gibt also, um es mal klar auszudrücken, keine echten mechanischen Filter. Einzige Ausnahme ist dabei der Fließfilter. Das ist allerdings ein Sonderfall, den ich hier nicht erläutern möchte. Durch die Tätigkeiten im Filter und durch die Lebensvorgänge im Filter entstehen wiederum Sedimente und Mulm, der letztendlich sich im Filter auch wieder anreichert. Also kann man im Prinzip nicht mit einem Vorfilter oder was auch immer dafür sorgen, dass der Filter also völlig sauber bleibt. Das geht einfach nicht. Man kann allerdings sagen, je kleiner das Volumen des Filtermaterials, desto schlechter arbeitet der Filter und umso schneller ist er verstopft. Man sollte allerdings auf keinen Fall warten, bis ein Filter verstopft ist. Deshalb lautet meine Empfehlung, Innenfilter sollte man mindestens einmal wöchentlich reinigen und Außenfilter mindestens einmal monatlich. Und zwar das sollte man tun mit Aquariumwasser und nicht mit Leitungswasser. Aquariumwasser deshalb, weil die Lebewesen im Filter teilweise sehr sensibel auf Temperaturveränderungen reagieren und weil oftmals das Leitungswasser desinfiziert ist bzw. desinfizierende Wirkung hat. Und letztendlich wollen wir unsere Mikrofauna im Filter am Leben erhalten. Ich höre oft, ich lasse meinen Filter laufen, bis fast nichts mehr rauskommt. Mein Aquarium funktioniert super. Das ist zwar das richtige Ergebnis, allerdings die falsche Schlussfolgerung. Richtig ist, der Filter arbeitet besser und das Aquarium funktioniert besser, wenn das Wasser bedeutend langsamer durch den Filter fließt. Das liegt daran, dass durch die verlängerte Verweilzeit des Wassers im Filter die Abbauprozesse deutlich vollständiger ablaufen, weil das Wasser eben eine längere Verweildauer am Filtermedium hat, beziehungsweise an den Bewohnern des Filtermediums. Dadurch bilden sich weniger organische Zwischenprodukte, die zum Teil negative Auswirkungen auf das Aquarium haben können. Ergebnis ist eine bessere Wasserqualität, besseres Pflanzenwachstum und weniger Algenprobleme. Jetzt frage ich, warum also nicht sofort den Filter drosseln? Dadurch können wir alle Vorteile, die die langsame Filterung beinhaltet, nutzen und eine konstante Filterwirkung über die Zeit erhalten. Drosselt den Filter einfach druckseitig. Warum druckseitig? Wenn man es auf der Saugseite macht, entsteht ein Unterdruck und es kann zur sogenannten Kavitation kommen. Das sind Mikroexplosionen am Rotor. Also salopp gesagt, das steigert die Lebenserwartung des Filters. Manche Filter bieten mittlerweile die Möglichkeit der Drosselung von Haus aus an, ältere Modelle eher nicht. Wenn diese Möglichkeit nicht vorhanden ist, dann baut einfach druckseitig einen Absperrhahn ein und ihr könnt die Filterleistung einstellen, so wie ihr sie haben wollt. Beziehungsweise je langsamer, desto besser. Faustformel dabei ist, grundsätzlich reicht es, wenn das Beckenvolumen einmal pro Stunde den Filter passiert. Selbstverständlich darf es auch weniger sein. Was geschieht, wenn man den Filter verstopfen lässt? Mulm und Sedimente reichern sich an und verstopfen die Kanäle des Filtermaterials. Das Wasser hat immer weniger Bahnen, in denen das Wasser fließen kann und dadurch immer weniger Fläche für die oxidative Filterung, also für die Ansiedlung der sogenannten guten Bakterien und dementsprechend den Schadstoffabbau im Aquarium. Dadurch kann es zur Bildung von unkontrollierten reduktiven Prozessen kommen, wobei teilweise sehr giftige Zwischenprodukte entstehen können. In einigen Fällen wird auch Methan produziert, das erkennt man am besten daran, wenn der Filter Bläschen ausspuckt, die eigentlich normalerweise nicht da sein dürften, weil der Filter dicht ist und keine Luft zieht.
Deshalb nochmal meine dringende Empfehlung: Filter niemals so lange laufen lassen, bis fast nichts mehr rauskommt. Drosselt den Außenfilter von Anfang an stark und ihr werdet es an den Fischen und den Pflanzen erkennen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal, läutet das Glöckchen, dann verpasst ihr keines meiner zukünftigen Videos. Wenn ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Vielen Dank für euer Interesse.